Nach zuletzt leeren Gerüchten zu Aaron Opoku, die ich leider noch nicht hochgeladen hatte, gibt es nun Gerüchte zu Martin Kaas und auch schon eine Wechselwahrscheinlichkeit, die sehr wahrscheinlich an den Haaren herbeigezogen ist. Aber Martin Kaas könnte nun den nächsten Schritt gehen in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach, denn Player hat den Verein verlassen, wechselt zu Meister Eindhoven und tatsächlich ist Tim Kleindienst bei Gladbach auch definitiv noch länger verletzt. Das heißt, sie brauchen einen neuen Starstürmer, einen neuen Stammspieler. Und da wird es jetzt sehr interessant, denn so viele Optionen haben sie aktuell gar nicht. Damit kommt Martin Kaas definitiv ins Spiel. Sie haben sehr, sehr viele weitere Stürmer auch auf dem Zettel. Ob es dazu leere Gerüchte sind oder konkrete, das weiß man oft nicht. Auf jeden Fall steht Martin Kaas relativ weit oben auf der Liste. Vielleicht nicht Platz 1 oder Platz 2, aber definitiv Platz 3. Das steht fest. Und die Frage ist nun, könnte Martin Kaas zu Borussia Mönchengladbach wechseln? Lasst unbedingt ein Like da, abonniert den Kanal für mehr, Glocke aktivieren nicht vergessen, habt nur ein Zeichen, mal Mitglied werden. Dankeschön an jeden, der das macht. Kurs geht raus. Martin Kaas hat zuletzt eine richtig gute Saison gespielt und ja, hat sich nun auch selbst gelobt dafür im Endeffekt und gesagt, dass er gerne den nächsten Schritt gehen würde. Das ist logisch wäre, nachdem man über 20 Scorer macht in der zweiten Bundesliga, natürlich auch den nächsten Schritt gehen muss. Da muss man ihm tatsächlich recht geben, da kann man eigentlich gar nichts gegensetzen, denn wenn man so eine gute Saison spielt, ist das der einzig logische Schritt. Oder man sagt sich selber, yo, vielleicht gehe ich einfach nochmal ein Jahr Sicherheit, will das nochmal bestätigen und dann werden vielleicht nochmal Clubs aufmerksam. Ich persönlich hatte ja zuletzt auch gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass aktuell zu dem Zeitpunkt der Transferphase ein Club Interesse hat. Auch das hat sich relativ bestätigt. Nun haben sie aber einen Stürmer abgegeben und dadurch ist es natürlich eine normale, logische Folge, dass dann Martin Kaas auf die Transferliste rückt, denn er ist nun mal aktuell der Topscorer in der Liga und auch noch einer, der zu haben wäre. Selke ist ja schon gegangen, damit hat man nicht mehr so viele Optionen und damit ist er der Topscorer der Liga, der einzige, den man auch noch bekommen kann. Ja. Und damit ist es dann relativ logisch, dass dann definitiv Gladbach auch eventuell ein Angebot machen wird demnächst. Das Angebot muss aber schon sehr hoch sein, denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kaas nicht für 5 Millionen abgegeben wird, sondern für mehr. Und dass der FCM da ordentlich Geld haben will. Man kennt ja Ottmar Schock als Verhandlungspartner, der ist sehr, sehr hartnäckig. Ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn wir irgendwie 6 Millionen bekommen. Das wäre eine richtig, richtig dicke Summe und öffnet uns ganz, ganz andere Möglichkeiten an Transfers. Und vor allem auch was Stadionausbau angeht, was Trainingsplätze angeht, das waren alles so wichtige Summen. Und wir haben im Notfall noch einen Alexander Marusic in der Hinterhand, wir haben noch einen Alexander Armstrong, der auch theoretisch ins System passen würde. Und dann wird man sicherlich noch einen Stürmer dazu holen, falls Martin Kaas geht. Wie gesagt, die Summe muss stimmen und dann kann man über alles reden. Grundsätzlich wäre ich aber ein Fan davon, wenn er noch eine Saison bleibt und man ihn nächste Saison verkauft für gleiches Geld. Wenn er nochmal eine ähnliche Saison spielt, wird er nämlich auch nochmal seinen Marktwert steigern. Auch das ist klar. Ja, ähnlich wie Ache, die Summe würde ich nehmen. Ache ist ja auch meines Wissensstands für 6 Millionen nach Köln gewechselt. Auch das eine ordentliche Summe für einen Aufsteiger, muss man sagen. Und auch eine sehr, sehr riskante Summe. Auch da hätte man das Geld eventuell besser in Chaos investiert gehabt, obwohl auch vor allem Ache über Kopfbälle kommt, wo er definitiv um einiges stärker ist als Martin Kaas. Ja, so kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Damit haben wir jetzt auch eine neue Situation auf dem Transfer und eine Situation, wo wir dann auch mal schauen müssen, okay, wir scouten jetzt erstmal einen Stürmer und dann gucken wir uns auch vielleicht das Angebot von Gladbach an. Das ist sehr, sehr wichtig, das macht der Schock ähnlich immer. Das heißt, wir werden uns sicherlich auch Stürmer jetzt anschauen. Sicherlich werden da jetzt auch einige Gerüchte kommen, falls Gladbach das erste Angebot schickt. Ganz, ganz klar, das muss man erwähnen. Ähnlich war es ja auch bei Andi Hoti. Wir haben direkt das Gerücht von Bixel rein. Auch andere Spieler, definitiv, so ist das halt beim FCM. Bei Tietz Abgang war das auch so. Tietz ist gegangen, man hat direkt
viele Trainergerüchte gehabt. Und ja, das ist ganz einfach beim FCM die logische Schlussfolgerung. Denn so arbeitet nun Ottmar Stock und das ist auch eine richtige Arbeit, die er da macht. Ich persönlich habe noch nicht mal geschaut, welche Spieler wir als Ersatz holen könnten, weil ich nicht erwartet habe, dass es so schnell geht mit Martin Kars, dass da vielleicht ein Angebot kommt. Wie gesagt, nach aktuellem Zeitpunkt gibt es nun lose Gerüchte, dass er auf der Liste steht. Das heißt ja bekanntlichermaßen noch nicht viel, denn da muss man sich erstmal einigen. Auch das bei Ottmar Stock ein schwieriges Brett. Vielleicht entscheidet man sich dann doch für einen anderen Stürmer, ja, anstatt dann mit Ottmar sich an einen Tisch zu setzen. Dann wären es halt im Normalfall, wenn man mit Ottmar verhandelt, ein bisschen mehr Geld, als man so gerne lieb ist. Und deswegen muss man da ganz abwarten. Ich persönlich denke, dass sie dann doch eher in einen anderen Stürmer investieren werden. Wie gesagt, die Statistiken sprechen klar für Martin, aber auch andere Stürmer, die sie auf der Liste haben, sind interessante Optionen und auch definitiv möglich. Vor allem, weil auch einige Vereinslose dabei sind, definitiv Luka Jovic zum Beispiel. Und er hat für mich definitiv eine gewisse bessere Qualität als Martin Kars. Und dann kann man sich halt entscheiden, wenn Luka Jovic Interesse hat, ob man einen kostenlosen Stürmer nimmt oder halt einen, der über 6 Millionen wahrscheinlich kosten wird. Oder um die 6 Millionen oder 5 Millionen allein schon. Da geht man natürlich definitiv ein viel größeres Risiko ein. Also auch da persönlich denke ich, dass man im Endeffekt nicht bei Martin Kars landen wird. Wenn sich das aber ändern sollte und es immer konkreter wird es sicherlich noch ein neues Video geben. Auch wenn er wechseln sollte, andere Möglichkeiten für ihn, Optionen, wen können wir holen. Oder vielleicht holen wir in der Zeit schon jemanden, vielleicht gibt es dann dazu auch Gerüchte, auch das werden wir hier im Video besprechen. Ja, ich denke, wie gesagt, Fazit des Videos, er wird nicht gehen, kann ich mir nicht vorstellen, außer sie versteifen sich jetzt auf Martin Kars. Auch eigentlich Gladbach nicht dafür bekannt, dass sie das große Geld ausgeben für den Ersatzstürmer. Deswegen werden wir sehen, was passiert. Aktuell eher die Abneigung von dem Transfer und ich denke mal auch, dass Ottmar sich, wenn dann ein Angebot kommt, gut präsentieren wird und gut verhandeln wird. Also die 5 Millionen sollten wir definitiv setzen und ja, dann können wir gerne ihn abgeben. Damit habe ich dann gar kein Problem. Wäre auch mit Abstand der Rekordtransfer. Zuletzt war es ja noch Mo Kwarteng für über 1 Million. Und das war schon eine richtig gute Summe. Auch F. Hadley ist für um die 1 Million gewechselt nach dem Bonis für den Aufstieg. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr, sehr freuen. Ab 99 Cent kann man Mitglied werden. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und damit ciao Leute und bis zum nächsten Mal.